Wir erreichen den Chartpoint. Do not touch any shark, okay? Keiner macht den Scheiß so wie ich. Ain't it just the way that it goes? Alle Player, aber keiner respektiert mehr den Code. Baby girl, you know what it is. Alle flexen, aber keiner Seit macht langem den mal Scheiß wieder so im Auto. wie ich. Ich werd langsam müde. Just the way that it goes. Alle Player, aber keiner respektiert mehr den Code. Wir erreichen den Chartpoint. Wenn ich die erste Flosse sehe, wird mein Herz anfangen zu schlagen. Die Jungs halten Ausschau. Und endlich war es soweit. Eine Runde Schwimmen mit den Haien. Ich hatte definitiv eine gehörige Portion Respekt. Und die ganzen Schnitte und Kratzer auf meinem Rücken, sowie die Wunde an meinem Arm machten mir ein bisschen Sorgen. Weil ich wusste, dass Haie auf Blut reagieren. Ich hatte mega Bock ins Wasser zu springen. Alter, der Kleine ist sowas von ready, ey. Wow. Der kann es kaum abwarten. Der hat Bock auf Wrestling mit den Haien, Alter. Was ist hier los? Und vor allem können die meisten von denen gar nicht so gut schwimmen. You saw one? Oh, Stingray, ja? Yes. Oh, na. Und da ist der erste Hai. 有个诀窍，那些人在哪里喂鲨鱼的，你就 Erste Hai. 堆在那里就行了，知道吗？你看着他在哪里喂，哪里就是最多鲨鱼的，最多鱼的。哇，嚟啦嚟啦嚟啦！好多啊！哇，好長啊！哇，刺激咯今次。 Was tue ich? Bluten. Ist es gut oder schlecht? Für die Haie gut. Ich weiß ganz ehrlich nicht, was das für mich bedeutet. Ich meine, die Situation an sich ist schon nicht angespannt, aber man sollte wissen, was man tut. Man legt sein Leben in Gottes Hand. Und da ich mich vorhin an der Koralle aufgeschnitten habe, dumm wie ich bin, wird das Ganze noch viel, viel lustiger. And we will feed the shark from backside of the boat near the engine. Near the engine they have two propellers and two trim tabs. If you hit them, you will get cut. Okay? Always try to not go the engine area and the feeding area. We will take you couple by couple. And so guys, please do not touch any shark. Okay? They will come and touch you. You guys no need to touch them. While you are swimming, try to not make bubbles, okay? Try to not make bubbles. Very calm and Das ist für relaxed die das swim Schwere. journey. Not making bubbles. And this one, it's a must. Willst du mich verarschen? Buxi, was machst Ich war schon immer ein kleiner Adrenalin-Junkie. Ab und zu braucht man was im Leben, was einen daran erinnert, dass man am Leben ist. Den Rest des Tages verbrachten wir weit draußen auf einer Sandbank. Die Jungs hatten für jeden Lunchboxen präpariert. Ich chillte mich oben aufs Dach, genoss ein bisschen Sonne, rauchte einen kleinen Sattler und philosophierte mit Rocky über das Leben. What a day, what a day. Ich bin sehr dankbar, das gemacht zu haben. Das war eine Erfahrung, die ich schätze und glaube ich nicht vergessen werde. Nur leider ist der Trip genau so zu Ende gegangen, wie ich es nie erwartet hätte. Ich hatte den schönsten Tag, ich habe natürlich die ganze Zeit mit den Locals gechillt. Und ich komme vom Schiff und ich weiß nicht, ich hatte den Mädels heute gesagt, meines Erachtens, dass um 3 Uhr bis 3 Uhr, ich habe mich darum gekümmert, dass wir unsere Taschen drin lassen können, weil die Tour ja länger ging. Um 9 Uhr sind wir gestartet. Und hat sie gesagt, ja, bis 3 auf jeden Fall, aber Gäste sollten so gegen 5 kommen, deshalb wusste ich jetzt nicht. Lange Rede, gar keinen Sinn. Ich wurde deshalb angefaucht, weil ich anscheinend, ja, ich muss nicht ins Detail gehen. Es ist, wie es ist. Ich mache den Mädels gar keinen Vorwurf. Es ist jetzt nicht so, dass ich mich aufrege und sage, es ist alles gut. In meinem Leben ist gerade alles gut und deshalb entscheide ich mich,
wahrscheinlich sogar jetzt, bevor wir nach Sri Lanka zusammenfliegen, ich bin mir nicht 100% sicher, alleine weiterzureisen. Und ich bin auch nicht im Bösen daraus. Ich kann das so schnell schlucken, weil mir Sachen in den letzten Jahren passiert sind, die mir bewusst gemacht haben, dass ich nur den Moment habe. Es könnte sein, dass ich oder einer von denen morgen nicht mehr aufwacht. Es hätte auch gerade sein können, dass bei dem Tauchvorgang irgendwas schief geht. Und das ist, glaube ich, den Mädels nicht bewusst und es ist vielen Menschen nicht bewusst. Und genau das meine ich. Wir halten das alles für selbstverständlich. Und die meisten Leute leben nicht mehr für den Moment und sind dankbar für, was Mutter Natur uns hier ermöglicht, sondern wollen alles festhalten. Und ich habe das heute wieder gesehen. Im Endeffekt ging es eigentlich um unser Gepäck. Ich hatte mich morgens bei der Rezeption erkundigt, ob es möglich wäre, unsere Taschen im Zimmer zu lassen, während wir auf unseren Tagesausflug gehen. Die Dame entgegnete mir, dass es möglich wäre, sie bis 15 Uhr dazulassen, da um 17 Uhr die ersten Gäste eintreffen würden. Ich hatte natürlich vergessen, die Mädels zu informieren, aber letztendlich fanden wir unsere Taschen im Hotelzimmer vor und alles war in Ordnung. Was mir klar zu verstehen gab, dass während der Reise sich einiges an Frust aufgestaut haben musste. Und deshalb weiß ich ganz genau, das Beste, was ich tun kann für meinen Seelenfrieden, ist erstmal alleine weiterzureisen. Ob ich jetzt noch mit denen nach Sri Lanka fliege, steht ein bisschen in den Sternen. Ich werde mal gucken jetzt, ich gehe mir einen Kaffee holen und im Laufe des Tages wird sich das zeigen. We'll see. I still love them. Es ist kein böses Blut, ich merke einfach nur, sie halten mich auf. Und wenn ich ihnen nicht gut tue, das habe ich ihnen gerade gesagt, ey, anscheinend tue ich euch nicht gut. Weil ich höre die ganze Zeit, ja, du zickst uns doch auch an. Und ich habe gesagt, es geht doch nicht um auch. Wir Männer sagen einmal was und dann reicht's. Und wenn uns das jedes Mal böse ausgelegt wird, dann fragt uns doch gar nicht, was wir wollen. Wenn ihr wissen wollt, was wir wollen, dann müsst ihr auch doch mit der Antwort leben können. Und jedes Mal wird das zur Diskussion. Und das verstehen sie nicht. Deshalb, it's all love. I love you guys. You know, life is too beautiful to be unhappy. So what is the main difference from the Maldives compared to Western countries or other countries? What would you say? Yeah, we found basically this main reason, like between, like, if you want to get money in Europe also you can get it money, but Maldives you find something better, which is money, peaceful life. Was geht, ihr Lieben? Gleicher Tag, nur Stunden später. Ich bin wieder in der Hauptstadt. Ich bin jetzt in Male. Ich mache jetzt mein eigenes Ding. Der Flug morgen nach Sri Lanka geht um 7:25 Uhr. Das heißt, ich muss 2 Stunden vorher am Flughafen sein. Das heißt 5:25 Uhr. Es lohnt sich nicht wirklich, ein Hotel zu nehmen. Und so kann ich mir eigentlich noch mal ein Bild von der Hauptstadt machen. So, seit langem mal wieder in einem Auto. Ey. Ich habe mir jetzt ein Taxi bestellt. Ich habe kurz was gegessen. Habe jetzt ein Taxi nach Ulumale bestellt. Das ist so ein kleiner Vorort oder genau zwischen Flughafen und da, wo ich jetzt bin. Werde da ein bisschen Zeit verbringen, aber ich habe gehört, dass das meiste hier um 12:01 zumacht. Und ich kann halt erst irgendwie 3 Stunden vor Flug am Flughafen sein, aber die haben gesagt, da gibt es auch irgendwo eine chillige Lounge am Flughafen. Wow. This is concrete area. Yes, no, concrete jungle. It's the opposite. I was on the island for 10 days. Yes. The first time I sit in a car again. God, island, very Yes. nice. Yeah, beautiful. Yes. Which island you like the most? Which your favorite island? Which one? Yeah, no? My father. Yeah. What does it mean? Look how many scooters. Like everybody goes with scooter here. Scooter, yes. Scooter City. Wow, guckt euch das mal an. Ich werde langsam müde. So, ich habe jetzt zum Glück ein 24-Stunden-Bistro gefunden. Da habe ich jetzt nochmal. Alter, ich hau mir auch hier die Cappuccinos und die Frappuccinos um die Ohren. Richtige Völlerei, ey, seit einer Woche. Aber ich vertraue den Menschen hier so krass. Ich habe da jetzt einfach meine Tasche gelassen. Die haben gesagt, kein Problem, wir haben 24 Stunden geöffnet. Ich habe mir gesagt, ich komme um 1 wieder. Ich gehe jetzt kurz zum Supermarkt. Hol mir noch irgendeinen kleinen Slurm. Haben wir da drüben, ey, hier sind überall Cafés. Ich könnte locker jetzt noch einen Kaffee trinken. Aber ich hatte schon so viel. Ich will jetzt was zu trinken und dann suche ich mir irgendwo ein schönes Plätzchen und rach erstmal einen. Kein Bock mehr auf Kippen. Ab morgen werden Kippen beiseite gelegt. Ich habe gesagt, sobald ich in Sri Lanka bin, ist over. Genug geraucht. 10 vor 4 am Flughafen Male.
Der Flug geht erst um 7:25 Uhr. Das heißt, in einer Stunde. Ja. Oh mein Gott, Alter. Ich bin über 3 Stunden zu früh. Ich bin echt zerstört, ne? Dass ich hier noch funktioniere. Das ist ein kleines Wunder. Ja, wie gesagt, 3,5 Stunden früher am Flughafen. Ich schätze mal, die Mädels treffen so um 5:20 hier ein. Wir haben jetzt 3:55. I tell you guys, life is beautiful if you just let it happen. Level an Motivation und mein Schlafmangel zeigt sich gerade gar nicht so. Jetzt geht's los mit dem Shuttlebus zum Flugzeug und dann heben wir ab. Dann schließe ich, glaube ich, mal die Augen vielleicht für 2 Stunden. Und so endet die erste Etappe. Nach fast 2 Wochen durch die Malediven reisen, geht's nun weiter nach Sri Lanka. Ich hatte keine großartigen Erwartungen, bevor ich hierher kam. Doch ich verlasse dieses Land mit unglaublich viel neuen Erfahrungen und neuen Menschen, die mich inspiriert haben. Hi, good morning. Good morning, sir. Ich bin dankbar für alles, was ich mitnehmen durfte, alles, was bis hierhin passiert ist. Okay, willkommen in Sri Lanka, würde ich sagen. Welcome to Colombo. Die Mädels sind noch an der Passkontrolle. Hier gibt es auf jeden Fall schon wieder Schnaps. Ich bin mal gespannt, ob die Mädels sich jetzt eine Flasche kaufen. Holt ihr euch günstiges Gesöff? 25% Schnapseli. Denn die ganze Flasche. Wer will denn Alkohol? Who wants that shit? Jetzt die Taxi. Wollen Sie ein Schnäpsli? Alkohol? 25%? Sie sparen? Ich nix sparen. Ich immer schwarze Schaf, ich immer gegen die Richtung laufen. Immer gegen die Richtung laufen. Ich hole jetzt meine Tasche. Jetzt ab ins Hotel. Schnell duschen. Und dann raus. Erstmal ein wenig Charas finden für den Brudi. Das heißt, mal gucken, wo der Mohammed ist. Der wollte mir nämlich noch helfen, eine SIM-Karte zu kriegen. Weil der kauft sie auf seinen Namen. Ist ja klar, Einheimische kriegen die günstiger als Touristen. Natürlich hatte ich auf dem Weg nach Sri Lanka direkt mal einen Local-Bruder getroffen, der mir gleich meine SIM-Karte für Lau klar machte. Zum Glück habe ich vor dem Flug noch einen Local kennengelernt, der besorgt mir jetzt eine SIM-Karte, weil er die günstiger kriegt. Ich habe mich jetzt von den Mädels erstmal verabschiedet. Aber jetzt ist erstmal 2 Tage Entspannung für mich. Einfach ein bisschen nicht. Privatsphäre wäre das falsche Wort, aber einfach eine Möglichkeit, mich zurückzuziehen und mich nicht anpassen zu müssen. It's a blessing. Es war auf jeden Fall gewöhnungsbedürftig, nicht mehr von Wasser umgeben zu sein und anstatt mit Booten von A nach B mit Autos sich fortzubewegen. Oh, ich glaub's doch gar nicht. Ey. Ich bin gedanklich noch in den Malediven. Ist ein ganz anderer Vibe, aber es ist chillig, es ist nice. Ich merk's jetzt schon. Das ist vor allem meine Temperatur. Es ist nicht so feucht, es ist ein bisschen trockener. Aber die Leute sind sehr, sehr chillig. Sehr, sehr chillig. Ich kann es kaum abwarten, meine Sachen abzulegen und meinen Fuß rauszusetzen. Also ich muss auf jeden Fall noch bis 8 oder 10 Uhr durchhalten, damit ich meinen Rhythmus wiederfinde. Aber das sollte, glaube ich,
komplette Wohnung bekommen. Ich kann kochen, ich habe eine Küche, das hört hier überhaupt nicht auf. So, boy is ready. Alter, die Aussicht ist schon mal Baba.